Hallo zusammen! Heute nehme ich dich mit auf meine erste richtige Wanderung dieses Jahr. Ich bin zwar in Indien auch mal gewandert, aber das war nur eine halbe Stunde zu einem Sonnenuntergangsaussichtspunkt und das zählt somit nicht richtig. Wobei diese Wanderung ziemlich abenteuerlich war und es in sich hatte. Heute nehme ich dich aber mit auf eine Wanderung in Franken. Genauer gesagt in der Nähe von Scheslitz bzw. Bad Staffelstein. Und zwar geht es zum Kemnitzenstein. Das sind wunderschöne Steinformationen. Und durch die Tiefentalschlucht und zum Hohlenstein. Ich starte jetzt hier am Wanderparkplatz vom Hohlenstein, wobei der Hohlenstein mein letzter Punkt auf der Route sein wird. Also, wenn du die Wanderung sehen willst, kannst du mich gerne begleiten. Das erste Stück geht ein bisschen an der schmalen Straße entlang, aber da hier eigentlich kaum Verkehr ist, ist das nicht so schlimm. Wir müssen jetzt gleich links abbiegen und dann schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt. So, und hier geht es jetzt auch schon nach links ab. Ich weiß nicht, ob man auf meinem Handybildschirm was erkennen kann, aber irgendwie funktioniert mein GPS nicht richtig. Eigentlich sollte ich schon hier irgendwo sein, aber es zeigt mich immer noch an der Straße an. Ich gehe die Route in die entgegengesetzte Richtung, wie es eigentlich angegeben ist. Jetzt werde ich mal die App schließen und die Tour neu starten und hoffe, dass es dann funktioniert. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Ich hatte schon bei der Navigation hierher das Problem, dass ich kein GPS hatte. So, ich musste die Tour zum Glück nicht ganz neu starten. Mein Handy war im Energiesparmodus und deswegen hat es irgendwie die Navigation nicht aktualisiert. Und mein Handy sagt mir jetzt, dass ich, um die Tour umzukehren, eine Internetverbindung brauche, die ich aber nicht habe. Schauen wir mal, vielleicht meckert er jetzt die ganze Zeit beim Laufen, dass ich in die falsche Richtung laufe, aber ich weiß ja, wo ich hin muss. Von daher ist das kein Problem. So, ich hatte jetzt hier tatsächlich eine Internetverbindung und konnte die Routenrichtung ändern. Das war jetzt das erste Mal, dass ich in die andere Richtung losgegangen bin. Aber ich habe gelesen, dass wenn man durch die Tiefentalschlucht geht, es zum hohlen Stein die Schlucht schmäler wird und dass dann irgendwelche Klettereien sind. Und ehrlich gesagt, ich gehe lieber Klettereien nach oben wie nach unten. Nach unten macht mir immer ein bisschen mehr Angst. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig geplant. Und für die GoPro habe ich sicherheitshalber auch so eine Stirnhalterung dabei, mit der ich dann wahrscheinlich sehr lustig aussehen werde, falls ich die benutze. Aber es soll auch Sachen geben, wo man sich festhalten kann, irgendwelche Eisenstangen. Also lassen wir uns einfach mal überraschen, wie die Tour so wird. Ich habe auf jeden Fall allerbestes Wanderwetter für diese Tour erwischt. Es ist Anfang, oder besser gesagt Mitte April. Bisschen über 20 Grad, die Sonne scheint, ein paar Wolken spenden Schatten. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Allgemein muss ich sagen, momentan ist bei mir mit der Technik so ein bisschen der Wurm drin. Als ich von Indien zurückgekommen bin, wollte ich meine Bilder und Videos sichern, weil ich das während der Reise nicht gemacht habe. Und meine externe Festplatte ging nicht mehr an. Ich dachte erst, dass es am Kabel liegt. Habe dann 3 unterschiedliche Kabel ausprobiert und beim dritten hat es dann letztendlich funktioniert. Und dann musste ich mir zur Sicherung eine neue externe Festplatte holen, damit ich eine Sicherheitskopie behalten kann. Die ich immer auf Reisen habe, die ist halt ein bisschen robuster, stoßfest und würde auch ein bisschen Spritzwasser abhaben können.
Bisher funktioniert sie weiterhin, aber man weiß ja nie, deswegen muss ich eine Sicherheitskopie machen. Und als ich für mein Video von der Pechsträhne bei der Ankunft in Indien das Coverbild gemacht habe, wollte meine Kamera nicht mehr. Die hat vor den Sensor irgendwie so einen, wie einen schwarzen Rollo runtergezogen und der ist nicht mehr aufgegangen. Und erst nach dem 10. Mal starten und Reinigungsprozess und allem Möglichen hat sie dann wieder funktioniert. Letzte Woche war ich dann in Bamberg im Hainpark, habe mich mit einer Freundin getroffen, um mir die Magnolienblüte anzuschauen. Wollte die Kamera nehmen, Kamera ging gar nicht mehr an. Und ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Ende Oktober ist Kronach leuchtet, da will ich ja auch fotografieren und wenn jetzt meine Kamera nicht mehr funktioniert. Aber anscheinend lag es nur an den Akkus. Ich habe mehrere Akkus ausprobiert, die ich seit Indien nicht mehr geladen habe. Und ja, mit dem richtigen Akku, der anscheinend noch Saft hatte, ging sie dann wieder an. Also manchmal ist echt der Wurm drin mit der Technik. Geht es dir auch manchmal so? Die ersten Schlüsselblumen sind auch schon da. Es ist Wahnsinn, wie viele Jägersitze hier auf der Route sind. Wahrscheinlich gibt es hier sehr viele Wildtiere, aber entdeckt habe ich noch nichts. Von hier sind wir gekommen und jetzt überqueren wir die Straße. Und auch hier kein Auto weit und breit. Aber wir sind hier auch mitten in der Natur. Die letzten Kilometer von der Autobahn waren teilweise sehr schmale Straßen und in den Dörfern, wenn du von der A70 kommst, musst du ein bisschen aufpassen, weil die Straßen teilweise so schmal sind, dass kaum zwei Autos nebeneinander passen. Und auf der Landstraße später ist mir auch ein LKW entgegengekommen, also lieber ein bisschen vorsichtiger fahren. Hier riecht es richtig nach Wald. Oh, ist das schön. Hier muss ich abbiegen und dieser Weg ist leicht zu übersehen. Gut, dass es hier zum einen die Schilder gibt und dass meine Navigation mir Bescheid gegeben hat. Jetzt geht es anscheinend richtig in den Wald rein. Oh ja, das schaut gut aus. So gefällt mir das. Schmale Wege, hohe Bäume. Und wie schön die Blümchen blühen. Das ist Idylle pur. So lustig sieht es übrigens aus, wenn ich auf der Jagd nach dem perfekten Makrofoto bin. Wie oft war ich schon auf dem Boden gelegen und die Leute wundern sich wahrscheinlich, was ich da treibe. Bei diesen schönen Blümchen konnte ich es mir nicht verkneifen, ein paar Makroaufnahmen zu machen. Wenn du Tipps für Makrobilder brauchst, weil du auch gerne Makros fotografierst oder damit anfangen möchtest, verlinke ich dir oben ein Video mit 23 Tipps für bessere Makrofotos. Viel Spaß beim Anschauen! So, es ist jetzt nicht mehr weit bis zum Chemnitzenstein und ich mache eine kurze Trinkpause und dann geht's weiter. So, jetzt sind wir gleich am Chemnitzenstein. Ich bin schon echt gespannt auf die Felsformation. Oh, hier ist sogar eine kleine Hütte
Und es gibt Bänke. Da hätte ich mit meiner Wasserpause auch noch warten können. Aber ich glaube, ich setze mich dann noch mal hier ein bisschen her und genieße die Aussicht. Wow, schau mal, wie schön das ist. Hier unten die ganzen Blümelein und dahinter diese tollen Felsen. Dieses Schild warnt davor, dass die Benutzung der Felsen auf eigene Gefahr erfolgt und dass keine Schadensansprüche gegenüber der Gemeinde Bad Staffelstein geltend gemacht werden können. Ist natürlich auch richtig so. Diese Pfeile markieren wahrscheinlich Wege zum Klettern. Soweit ich weiß, werden diese Felsformationen für Kletterer genutzt. Oder von Kletterern besser gesagt. Das schaut hier schon richtig schön aus. Ich hoffe nur, das Wetter hält. Es hat sich nämlich ein bisschen zugezogen. Aber heute Mittag war noch kein Regen gemeldet. Wir werden sehen. Schauen wir mal, was da oben ist. Hier führt auch ein Weg weiter. Der ist jetzt natürlich abseits vom Wanderweg. Und da ist auch einer an den Felsen. Schauen wir mal hier. Als ich da zwischen den Felsen hochgeklettert bin, habe ich mich an kleinen Brennnesselpflänzchen gebrannt. Also Achtung, das ist ein bisschen unangenehm, das brennt noch nach. Okay, hier ist ein Klettersteig ausgewiesen. Sollen wir da mal rauf? Wenn dann auf jeden Fall ohne Rucksack und Kamera. Also um hier zu klettern, brauchst du auf jeden Fall eine Sicherung. Sowas habe ich nicht dabei, aber schaut echt mega gut aus. So, ich erkunde hier mal weiter. Ich glaube aber auch, dass ich mir nicht unendlich viel Zeit hier lassen sollte, weil es hat sich ja ein bisschen zugezogen und es fängt an zu winden. Und ich habe noch circa 2 Stunden Wanderung vor mir. Ich hoffe, das Wetter hält. Heute Mittag hat die Wetterauskunft noch gesagt, dass das Wetter schön bleibt, aber naja, es ist ja manchmal ein bisschen wechselhaft. Deswegen trete ich jetzt einfach mal den Rückzug an und setze meine Tour fort.
Das Wetter gefällt mir gar nicht. Jetzt ist die Frage, breche ich die Tour ab? Hier gäbe es eine Abkürzung zum Parkplatz. Oder wage ich es und werde vielleicht nass? Ja, gute Frage. Ich werde es mir noch überlegen und halte dich auf dem Laufenden. Das Gute ist ja, dass diese Wanderung nicht weit von meinem Heimatort entfernt ist. Also es sind nur circa 50 Minuten mit dem Auto von mir. Das heißt, ich kann die Tour jederzeit wiederholen oder den Rest der Tour machen. Weil so richtig trauen tue ich diesem Wetter nicht. Und es kam so schnell her, vielleicht zieht es aber auch genauso schnell wieder ab. Ich glaube, ich befrage mal die Technik, was sie sagt. Ich weiß nicht, ob du sehen kannst, aber meine App sagt, um 17 Uhr soll ein Gewitter stattfinden. Mit 73%iger Regenwahrscheinlichkeit, 18 Uhr auch Regen mit 89%. Ich glaube, das spricht eher für einen Tourabbruch. Echt schade, dass das Wetter jetzt plötzlich umgeschwungen ist. Ich hätte die Tour gerne zu Ende gemacht, weil die Tiefentalschlucht, die muss auch richtig schön sein. Aber ja, in ein Gewitter möchte ich jetzt auch nicht kommen. Also, und man weiß ja auch nicht, wie stark es dann regnet. Von daher nehme ich jetzt den Weg zurück zum Auto und mache die Tiefentalschlucht ein anderes Mal. Vielleicht lässt es sich auch mit einem anderen schönen Wanderziel kombinieren. Und ja, wir werden sehen. Vor lauter Wetterumschwung und Tourabbruch bin ich doch jetzt tatsächlich in die falsche Richtung gelaufen. Aber ich habe es nach 200 Metern oder so gemerkt, also alles halb so wild. Ja, manchmal, wenn der Kopf zu voll ist, dann passieren solche Sachen einfach. Hier sind wir jetzt am Steinbruch. Irgendwo muss man auch reingucken können. Ich habe jedenfalls Bilder davon gesehen. Aber mit dem Bauzaun ist das momentan nicht ganz so einfach. Schauen wir mal, ob wir einen Blick darauf erhaschen können. Ja, mit der GoPro vielleicht schon. Ich strecke mich mal. Weiß nicht, ob man was sieht. Ich sehe nicht viel. Ich sehe es dann auch nur auf dem Video, wenn es da ist. Das merkt man den Wind, oder? Ich glaube, den hört man jetzt auch in der Kamera. Ah, und von hier hat man einen Blick in den Steinbruch. Wow. Der ist schon groß. Also meine ursprüngliche Tour würde hier weitergehen. Aber da ich jetzt auch die ersten Tropfen abbekomme, gehe ich zurück zum Auto. Schade, dass es heute nicht geklappt hat, beide Attraktionen miteinander zu verbinden. Aber ja, man kann es manchmal nicht ändern. Oder man müsste dann wirklich risikobereit sein und in Kauf nehmen, nass zu werden. Wenn jetzt nur ein bisschen Regen wäre, würde ich die Tour wahrscheinlich fortsetzen. Aber da mir jetzt ein Gewitter angezeigt wird, bei einem Gewitter möchte ich nicht im Wald oder in einer Schlucht sein. Da geht dann doch die Vorsicht vor bei mir. Also so risikobereit bin ich dann doch nicht. Was würdest du in so einer Situation machen? Du kannst mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Oder hattest du sowas auch schon mal? Dann kannst du auch gerne davon berichten. Oder wenn du ein Video von so einer Tour hast, mir gerne auch dein Video verlinken. Hier vorne, der orangene Punkt, das ist schon mein Auto. Also es ist nicht mehr weit.
Wunderschön, diese Blüten. Hier sind auch nochmal richtig schöne Schlüsselblumen, aber um sie zu fotografieren, ist es einfach zu windig. Du siehst ja, wie sie im Wind wackeln. Solange ich jetzt auf dem Rückweg die letzten Meter zum Auto bin, mache ich schon mal ein kleines Fazit zu meiner heutigen Tour. Also der Chemnitzenstein, der war wirklich bombastisch schön. Der hat mir richtig gut gefallen. Ich hätte mir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit nehmen können, aber da ich die Tour hier jetzt sowieso abbrechen muss wegen dem Wetter, sage ich mal, kann ich ja die komplette Tour theoretisch auch nochmal wiederholen oder ein bisschen modifizieren. Mal schauen, wie ich es mache. Wie hat dir dieses Video gefallen? Auch wenn ich heute nicht alles geschafft habe, was ich sehen wollte, bin ich mit der ersten Tour im Frühling eigentlich ganz zufrieden und es war schön, mal wieder draußen in der Natur unterwegs zu sein. Und die Wandersaison startet für mich ja erst. Ich bin so ein kleiner Schönwetterwanderer, das heißt, wenn es zu kalt oder zu regnerisch ist, kann ich mich nicht wirklich motivieren. Deswegen hatte ich eben beschlossen, heute das schöne Wetter zu nutzen, aber das ist jetzt leider umgeschlagen. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Und über liebe Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Ich nehme dich dann noch mit die letzten Meter, aber verabschiede mich hier schon mal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!